Wir sind Christopher und Andrea und leben seit 3 Jahren in unserem selbst ausgebauten Camper. Gerade sind wir auf dem Weg nach Georgien und durchqueren in diesem Teil Kroatien und Serbien. Wir haben das Auto jetzt auf dem Campingplatz abgestellt und wollen jetzt mit dem Zug in die Stadt fahren. Wir sind übrigens in Kroatien. Ah ja, haben wir das noch gar nicht erzählt? Und die Stadt ist Zagreb. Ja, stimmt. Ja, wir haben jetzt Bahntickets gekauft. Ja, also ist okay der Preis. Ich glaube, wir haben jetzt 50 Kuna nicht ganz bezahlt. Ja, das geht. Was sind das in Euro? 2 Euro sind 15 Kuna. Ja. Ja, 15, ja. Okay. Es ist okay vom Preis. Genau, dann wollen wir heute mal eine kleine Stadttour machen und uns vielleicht ein paar Bars noch angucken. Mal sehen, was uns da so gefällt. Ja, wir haben jetzt Zagreb durchquert, sind wir heute durchgefahren und sind dann jetzt 100 Kilometer weitergefahren Richtung serbische Grenze. So ein bisschen Richtung Südosten ist das ja. Wir wollten erst Autobahn fahren, hatten darüber nachgedacht, haben uns dann aber doch zu entschlossen. Aber die Stadt ist wirklich echt entspannt, Zagreb. Das ist ja, ich glaube, 700.000 Einwohner so etwa. Ist also auch schon eine Großstadt, aber ist recht weitläufig alles. Also kann man auch super durchfahren und wir waren da auch drin unterwegs in der Stadt. Alles recht angenehm. Und dann haben wir uns halt doch gegen die Autobahn entschieden, weil die kostet, glaube ich, für unser Fahrzeug so pro 100 Kilometer etwa 10 Euro. Und ja, da wir lieber Landstraße fahren und wir langsam fahren, war es eigentlich auch ganz okay. Also die Landstraße ist echt entspannt. Also wir sind schön gemütlich mit 60, 70 hier durchgetuckert und haben hier jetzt einen recht entspannten Platz gefunden. Hier ist gutes Internet, hier ist so ein Vogelausguckpunkt. Und ja, werden wir uns jetzt mal hier so ein bisschen angucken alles. Ja, es wäre hier eigentlich ein entspannter Platz zum Bleiben gewesen, glaube ich. Aber kam noch jemand halt hier vorbei mit einem Auto und meinte, ja, ist hier gerade nicht so cool, weil wohl irgendwie eine Tierseuche wohl im Umlauf ist. Wir sind auch vorne an so einem Schild vorbeigefahren, dass irgendwie Achtung, irgendwas stand da drauf. Was genau, haben wir nicht verstanden. Und dann waren da so eine Matten, über die man rüberfahren musste. Ich denke mal, das werden so eine Seuchenmatten gewesen sein. Und ja, deswegen sind die wohl hier gerade ein bisschen empfindlich und fährt wohl auch immer regelmäßig die Polizei, hat er uns erzählt. Deswegen darf man hier wohl sich nicht so lange aufhalten. Fahren wir weiter? Müssen wir wohl, ne? Ja, sieht idyllisch hier aus, oder? Ja, also wir sind dann ja, nachdem dieses Seuchenschutzgebiet da war, sind wir halt noch ein bisschen weitergefahren und irgendwie jeder kleine Seitenweg, der alle so ein bisschen ins Grüne führte, war halt alles so ein Seuchenschutzgebiet, lang überall diese Matten und diese Hinweisschilder. Und deswegen haben wir es uns ein bisschen einfach gemacht, weil es schon ein bisschen später jetzt ist, haben wir mal auf die Karte geguckt, wo so ein Industriegewerbegebiet ist und sind halt dahin gefahren, weil das ist eigentlich immer ein ganz guter Tipp, wenn man nicht mehr weiter weiß. So am Rande von Industriegebieten ist gutes Internet immer und es gibt oft auch immer ein paar Grünflächen, weil meistens ist es so vorgesehen, dass sie die Industrieparks noch erweitern können und so. Und da findet man eigentlich immer einen ganz guten Platz. Und ja, dahinter sieht man auch, ist halt so ein Gewerbegebiet jetzt, so für Anhängerbau und so. Und ich denke mal, hier können wir ganz ruhig stehen. Ja, das ist nur immer der Nachteil, wenn das halt alles immer so in Stadtnähe ist. Aber das ist in Deutschland genauso, dass wir das immer als illegale Müllkippe benutzt.
Ja, wir kommen der serbischen Grenze immer dichter. Wir sind jetzt in Lučani, also immer noch in Kroatien. Aber langsam gewöhnen wir uns auch ein bisschen ans Fahren. Also heute muss ich sagen, war ganz entspannt. War aber auch gar nicht so weit, oder? Nee, wir sind 100 Kilometer sind wir heute gefahren. Also war ganz okay. Und ja, war eigentlich auch eine interessante Strecke. Also wir sind dicht an der bosnischen Grenze halt lang gefahren. Und war schon stellenweise halt komisches Gefühl. So gerade die alten, waren so einzelne Dörfer, wo halt wirklich Einfamilienhäuser, hat man gesehen, waren halt komplett unter Beschuss. Also man die ganzen Einschusslöcher, alles so von Kleinkaliberwaffen, hat man in der Fassade noch gesehen. Das war einiges ganz schön heftig. Auch so die eine Kirche war komplett zerschossen und das steht da halt alles noch. Das ist irgendwie auch, glaube ich, so eine Art Mahnmal so ein bisschen. Das hat man hier echt viel gesehen. Also war schon krass. Aber dann auf der anderen Seite, also Dorf weiter, wieder alles hübsch, ne? Also, Ja, da war die Innenbar wieder. ja. Aber so ist das halt hier halt. Ne? Ist halt in der Vergangenheit eine sehr konfliktreiche Region hier gewesen. Aber schön ist es hier trotzdem. Also. Heute gibt es für uns stilecht Rastplatzromantik. Also wir haben hier direkt vor der Grenze, sind jetzt nur noch 5 Kilometer bis zur Grenze. Das wollen wir morgen aber erst machen. Und deswegen bleiben wir jetzt hier auf diesem schönen Rastplatz. Ne? Ja, direkt an der Polizeistation. Hier ist richtig so ein Übungsplatz. Und die schießen hier auch die ganze Zeit, aber ja, dank der Autobahn hört man das nicht. Ne? Nee, das stimmt, die Autobahn ist lauter. Das Schießen macht nur so leicht Peng, Peng. Naja, mal sehen. Aber ich denke, das ist ganz okay. Gutes Internet ist hier, wie eigentlich fast überall in Kroatien. Ja, genau. Also Kroatien ist schon der Wahnsinn, was das Internet angeht. Also Ja, es ist nicht nur, dass überall Internet ist oder an vielen Orten, sondern auch richtig schnell. Also wir haben 40, 50 Mbit. Also das ist schon bemerkenswert hier. So, jetzt geht's über die Grenze. Also wir haben hier auf dem Rastplatz mehr oder weniger gut geschlafen. Also Andrea hat gut geschlafen, ich nicht so gut. Mich haben die Autos dann doch mehr genervt, als ich gedachte. Aber ja, jetzt geht's halt erstmal rüber. Haben alle Sachen zusammengepackt. Ja, also wir sind immer gut vorbereitet. Also Reisepässe haben wir, unsere Zulassung und die grüne Versicherungskarte. Also die ist eigentlich nicht mehr grün, aber wir haben sie trotzdem in grün nochmal ausgedruckt, weil es an den Grenzen vielleicht immer noch so... Sieht besser aus. Ja, genau, also die kennen das halt so, deshalb haben wir das in grün ausgedruckt. Sind die letzten Kilometer hier in Kroatien sind wir auch Maut gefahren. Also wir müssen jetzt auch Maut bezahlen. Aber ist jetzt nicht weiter tragisch, weil wir wollten damit unsere letzten kroatischen Kuna, ne? Ist richtig, genau, unsere letzten Kuna loswerden, weil die ja Ende des Jahres führen die hier in Kroatien den Euro ein und da wir die sowieso nicht mehr tauschen können, haben wir uns gedacht, um unsere letzten Kuna loszuwerden, fahren wir einfach ein bisschen Autobahn. Das war easy peasy. Also wir sind jetzt drin, also hat 5 Minuten gedauert, die ganze Grenzabfertigung. Kroatien raus und Serbien rein. Alles super. Haben nur wollten wissen, ob wir Camper sind und jetzt sind wir drin. So, Andrea ist jetzt alleine losgelaufen und uns eine SIM-Karte holen. Hier ist halt Telenor, ich glaube hier heißt das Yelta oder irgendwie so. Und ja, dann haben wir auch wieder Internet, weil ganz ohne ist natürlich immer blöd. Wir haben eine SMS bekommen, hier kostet das mit Roaming, kosten 50 Kilobyte 99 Cent. Also das ist schon eine Hausnummer. Also bei 1 MB ist man dabei 20 Euro, also kann man eigentlich gar nicht nutzen.
Achso, Yettel heißt der Anbieter übrigens. Hat alles problemlos geklappt. Andrea hat eine SIM-Karte. Wir haben jetzt, glaube ich, 50 GB Datenvolumen, entweder für einen Monat oder 15 Tage. Ist aber egal, damit kommen wir locker aus. Und jetzt hat sie noch eine Wechselstube entdeckt. Jetzt tauschen wir nochmal das Geld, weil ein paar kroatische Kuna sind auch noch übrig. Und die versuchen wir jetzt mal halt nochmal zu tauschen. Ja, Geld ist getauscht. Also jetzt können wir erstmal einkaufen. Wir wollen heute auch auf dem Campingplatz fahren, weil eigentlich gibt es eine Registrierungspflicht, wenn man über 24 Stunden im Land ist. Wir wissen aber nicht so ganz, ob das überhaupt noch aktuell ist. Und an der Grenze hat uns auch keiner was dazu gesagt. Eigentlich kann man das auch bei der örtlichen Polizei machen, aber wer geht irgendwie schon gerne zur Polizei? Das hört sich irgendwie nicht ganz so gut für uns an. Und deshalb wollen wir auf dem Campingplatz und die registrieren uns dann und melden das der Polizei. Und ja, dann hoffen wir, dass das alles klappt. Und dann geht es weiter nach Süden. Die Pässe bräuchten wir gleich wieder. So, stellen wir uns erstmal hin und checken dann später ein. Ab 17 Uhr ist wieder jemand hier. Andrea ist schon auf Platzsuche und kundschaftet den besten Platz für uns ab. Weil hier ist so voll auf dem Campingplatz, also es wird hier echt schwierig, einen Platz zu finden. Ja, wie du sagst. Echt schön. Ja, ja. Und der Campingplatz ist auch echt schön, muss man sagen. Also wir haben jetzt 19 € für uns beide und das Auto bezahlt. Und ja, ist super. Also die Duschen, Toiletten, ist alles top aus. Ganz gut gepflegt. Und hier ist natürlich auch Schatten. Das ist auch echt wichtig hier. Heute sind irgendwie 31 Grad und fühlt sich aber noch sehr angenehm an. Am Abend haben wir Gina und Sascha kennengelernt. Die beiden sind mit Fahrrad und Ukulele unterwegs nach Istanbul. Sie sind schon einige Zeit auf dem Campingplatz, weil beide krank waren und sich etwas erholen mussten. Weil sie immer noch nicht ganz fit sind, nehmen wir die beiden mit bis nach Belgrad. So, schauen wir mal, ob wir die Fahrräder reinbekommen. Open it and then unscrew. It's quite easy. Flip the switch and then turn the black thingy until you can completely take out. Yeah. Bei Abreise fragen wir den Campingplatzbetreiber, wie es mit der Registrierungspflicht gehandhabt wird. Er versichert uns, dass dies nicht mehr notwendig ist und er es auch nicht mehr weitermeldet. Wir haben ja eigentlich noch einen Bäcker gerade gesucht, aber das ist eher so ein Vergnügungsviertel und Einkaufsviertel. Also Bäcker scheint es hier nicht zu geben. Also gibt es morgen leider kein Brot.
Wir haben natürlich wieder keine Lampe mit. Und jetzt, hier ist jetzt die letzte Straßenlampe. Der Rest des Weges geht im Dunkeln lang. Ich glaube, 1, 2 kommen noch. Okay, hoffen wir mal. Was muss ich jetzt Blitz von der Kamera anmachen oder so als Flashlight? Ja, dann kann ich dazu tanzen. Ja, da vorne ist schon die Hauptstraße. Die ist wieder ein bisschen größer. Freiwillig. Ja, wir stehen jetzt an einem kleinen Grenzübergang. Sind also von Serbien nach Bulgarien an einem kleinen Grenzübergang und sind jetzt genau pünktlich zur Mittagspause hier reingefahren. Jetzt müssen wir erstmal warten. Die haben gerade alle ihr Zollhäuschen verlassen und uns signalisiert, dass wir jetzt warten sollen. Aber wir haben ja Zeit.